Das Goethe-Institut reagiert, wie es immer bei schwierigen Situationen reagiert. Es setzt auf Kultur, es setzt auf Bildung, es setzt auf Austausch von Meinungen und Erfahrungen. Und wir haben eine Reihe von Programmen, auf die wir auch setzen können und die wir dann verstärken werden. Das heißt, wir werden uns der Jugend zuwenden, wir werden uns den Flyover-Staaten zuwenden und wir werden versuchen, Klischees, die jetzt Gefahr sind zu entstehen, verhindern, indem wir die Aktualität und die Wirklichkeit zeigen. Also Lebenswirklichkeit ist das entscheidende Merkmal. Also ich habe natürlich ein Lieblingsprojekt, das ist nicht in den Flyover-Staaten, sondern das ist in New York und das ist die German Academy. Das ist für mich einer der wichtigsten Punkte überhaupt in den deutsch-amerikanischen Beziehungen. Dort ist das Goethe-Institut beheimatet gewesen in der Fifth Avenue gegenüber dem Metropolitan Museum. Und letztlich ist es die gebaute Programmatik der transatlantischen Beziehungen. An diesem Ort haben alle Begegnungen der wirtschaftlichen, künstlerischen, kulturellen, politischen, wissenschaftlichen Begegnungen zwischen Amerika und Deutschland von der Nachkriegszeit bis heute stattgefunden. Erwähnen muss man in jedem Fall eine große Initiative, die 2018-19 stattfindet, das Deutschlandjahr in den USA, wo Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Kultur zusammenarbeiten. Projektleitung hat das Goethe-Institut und wir werden über dem ganzen Land unsere Veranstaltungen über ein ganzes Jahr zeigen. Und es wird so sein, dass wir nicht nur Kultur, Hochkultur oder Popkultur zeigen, sondern wir werden gesellschaftliche Themen setzen. Also Social Media, Strukturwandel, und es gibt gute Beispiele, die wir auch in Pittsburgh gesehen haben. Und ich glaube, dass das wird ein Thema sein, das deutlich macht, dass die europäischen Überlegungen für eine Gesellschaft und die US-Überlegungen für eine Gesellschaft durchaus zusammengeführt werden können und der Ansatz, wieder in die alten Kohle- und Stahlindustrien zurückzukehren, der falsche Ansatz ist. Es gibt zwei Programme, von denen ich überzeugt bin, dass sie ihre Bewährung gefunden haben, aber die Größenordnung kann man steigern. Das eine ist GAP, das ist also German American Partnership Program. Das läuft schon sehr lange und ich glaube, es haben inzwischen 350.000 Schülerinnen und Schüler teilgenommen. Es ist ein ganz einfaches Prinzip. Wir gehen nicht an Einzelpersonen, sondern an Schulen. Es existieren, ich glaube, ungefähr 750 Schulpartnerschaften in Deutschland und den 48 Bundesstaaten der USA. Das heißt, die Schule und die Gemeinde ist Partner und nicht die Einzelperson. Und damit haben wir eine relativ große Reichweite. Inzwischen können wir davon ausgehen, dass jedes Jahr 5.000 deutsche Schülerinnen und Schüler nach USA gehen und 4.000 kommen aus Amerika nach Deutschland. Bleiben erst in den Partnerschulen, gehen dann in Gastfamilien, sind die besten Botschafter, die man sich vorstellen kann. Also es ist ein wunderbares Programm. Wenn wir das nochmal steigern, dann kommen wir genau in eine Situation, wo die Menschen selber sich den Eindruck machen können, wie Deutschland aussieht, wie es denkt, wie es arbeitet und genauso umgekehrt. Das ist mir ein wichtiger Punkt und ich kann mir vorstellen, dass wir damit, weil ich glaube, 2/3 der Schulen liegen in Gemeinden, die kleiner sind als 50.000 Einwohner. Die bekommen keine anderen Nachrichten als die sie sich selbst beschaffen und das ist das eine Programm. Und gleichzeitig haben wir ein Programm, das die Lehrer beinhaltet. Das nennt sich TOP. Das ist ein Programm, das über Multiplikatoren arbeitet. Das heißt, wir haben inzwischen, ich glaube, 1400, 1500 Lehrer und Fortbilder in diesem Programm. Die kommen nach Deutschland über ein Reiseprogramm, ein Besucherprogramm, erarbeiten aus den Eindrücken, die sie in Deutschland haben, eigene Lehrmaterialien, gehen dann mit den Lehrmaterialien zurück in die USA, in die Schulen, in die Erziehungsministerien
und unterrichten und unterweisen und bilden fort Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen. Und damit erreichen wir, glaube ich, mindestens 1,5 Million Schüler jedes Jahr alleine über diese Unterrichtsmaterialien.